Schönen Nachmittag, ihr Lieben. Hier bin ich wieder. Und wir verbinden uns wieder in einen Augenblick des Lichts. Immer wenn wir bereit sind, uns im Licht zu verbinden, für einen Augenblick, erwachen wir aus der Kleinheit unserer menschlichen Ideen zur Größe und zur Herrlichkeit Gottes. Das ist letztendlich alles, was uns die Bibel, Jesus als Erfahrung, nicht als Geschichte und der Kurs in Wundern uns anbietet. Eine Erfahrung. Hier geht es nicht um eine Beschreibung. Hier geht es nicht darum, ich beobachte. Das Himmelreich wird nicht durch Beobachtung erlangt. Es wird nicht in der Öffentlichkeit erlangt. Es wird nicht erlangt, das Himmelreich durch Diskutieren, durch Analysieren. Das ist, was ein menschlicher Geist macht. Und genau das ist die Blockade. Es geht um ein ehrliches Bitten, um eine universelle Erfahrung der Liebe. Es geht einfach darum zu bitten, zu erfahren, dass die Türen des Himmelreichs immer offen sind, nie geschlossen worden sind. Ich habe Hindernisse aufgestellt, um dort einzutreten oder zu erkennen, dass ich schon wieder da bin, dort bin. Mein kleines Denken, mein menschliches Denken ist die Abwehr, die mich daran hindert, der Gegenwart der Liebe, so wie es so schön in der Einführung vom Kurs heißt, gewahrt zu werden. Der Gegenwart des Himmels, der Gegenwart meiner Größe und Herrlichkeit in Gott. Ist das, was du willst, von ganzem Herzen? Dann erfährst du es. Aber du musst es dir wünschen, von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Diese Worte zu sagen, ich will den Frieden Gottes, sagt Jesus, ist nichts. Aber diese Worte von ganzem Herzen zu sagen, mit meinem ganzen Sein, sich mir das zu wünschen, mich zu erfahren, wie Gott mich schuf. Nicht dieses kleine Wesen, das hier auf dieser Welt herumtorkelt, von einer Begebenheit in die nächste, von einem Opferrolle in die nächste. Das ist doch nicht Gottes Willen, hat doch nichts mit Himmel zu tun. Es geht um was Größeres. Es geht um die ganze Vollkommenheit der Schöpfung in dir, an die wir uns jetzt gemeinsam erinnern. Es gibt keine Unterschiede bei den Graden von Wundern, den Schwierigkeiten von Wundern. Es geht immer nur um das eine. Ich bitte dich jetzt, Vater, offenbare dich, zeige dich wieder. Ich hab's dich für einen Moment vergessen. Und jetzt lade ich dich wieder ein. Genau in diese Situation, genau in diesen Moment lade ich dich ein. Das Licht ist gekommen. Der Vater ist gekommen. Gottes Herrlichkeit und Größe und Schönheit ist gekommen. Und weil es gekommen ist, kann ich es ausdehnen. Kann ich sein Botschafter sein, es ausdehnen, sein Jünger sein in der Ausdehnung. Weil indem ich das ausdehne, behalte ich es in meinem Geist. Ich dehne es aus. Ich lasse es nach außen alles umhüllen, weil dadurch erinnere ich mich selber. Aktiv zu sein als Lehrer Gottes, aktiv zu sein als Erlöser der Welt, ist der Weg nach Hause. Ich dehne es aus. Es umschließt meine Brüder, es umschließt die ganze Schöpfung. Liebe Gott, deinen Vater, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein, aber deinen Bruder auch, weil der in ihm Gottes, einen Bruder erkennen, heißt Gott erkennen.
Sich mit dem Bruder verbinden, ist sich mit Gott verbinden. Danke für deine Bereitschaft. Danke für dein Heraustreten aus der Kleinheit deiner Geschichte, des menschlichen Labyrinths von Zeit und Raum, wo es keinen Ausgang gibt. Danke, dass du heraustrittst für einen einzigen Augenblick, für eine einzige Begegnung im Licht, hier und jetzt. Danke für deinen Mut, Raum und Zeit hinter dir zu lassen und dich für was Besseres, was Größeres, für den anderen Weg zu entscheiden. Und groß wird deine Belohnung im Himmel sein. Erwarte keine Belohnung auf der Welt, Applaus, Anerkennung, einen Titel dafür. Groß wird deine Belohnung im Himmel sein, weil du bereits im Himmel bist. Groß ist die Belohnung. Größer, viel größer, als ich es jemals in meinen einzigen eigenen Ideen erfahren habe können. Groß wird deine Belohnung im Himmel sein, denn auch heute bist du mit mir im Himmel. Jetzt. So hören wir den Gesang des Himmels, die frohe Botschaft der Auferstehung, die frohe Botschaft des Dankes, dass ich nach wie vor, wie Gott mich schuf, dass ich nach wie vor im Himmel bin, dass ich nicht woanders sein könnte. Bruder, hier und jetzt sind wir im Himmel und der Traum ist vergangen. In dieser Verbindung im Licht ist der Traum vergangen. Wir sind für einen Moment am Ende der Zeit gestanden, haben unsere Hände in die Höhe gereckt, gestreckt, haben den Himmel eingeladen und erkannt, dass der Himmel niemals weg war. Das ist die Belohnung, sofortige Belohnung, sofortiges Erkennen, sofortiges Nachhause gehen, sofortiges sich geliebt fühlen. Fühle ich mich jetzt von dir geliebt, vom Vater geliebt, vom Universum, von der ganzen Schöpfung geliebt. Das ist, was Himmel ist. Immer hier und jetzt. Immer genau hier und jetzt. Danke, meine Lieben. Der Himmel ist, was hier und jetzt ist. Kein anderer Ort, keine andere Zeit. Wir müssen auf nichts warten. Warten ist nur Zeit machen. Warten ist auf zukünftige Ergebnisse warten. Aber der Himmel ist jetzt. Gott ist gerecht, weil der Himmel jetzt ist. Wir müssen auf nichts warten. Wir müssen nichts mehr tun, verbessern. Wir können es hier und jetzt empfangen. Hier und jetzt. Genau hier und jetzt. Du und ich zusammen. Heute empfange ich Gottes Gaben. Mit Dankbarkeit. Mit Liebe. Und mit unendlicher Freude. Danke für diesen Augenblick des Teilens, des Verbindens, des Nachhausegehens, des Erinnerns. Danke für deine Bereitschaft. Danke, dass du hier bist. Dass ich mit dir den Weg nach Hause gehe. Danke. Ich wünsche dir einen wunderschönen, heiligen Augenblick. Und wir sehen uns in einem Augenblick mehr der Erinnerung. Seid gesegnet. Gott segne uns alle.
jeden hier in seiner Herrlichkeit und in seinem Sein. Danke und wir sehen uns in einem Augenblick. Danke.